Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge Studieren in Deutschland? Sicher und gesund. Ich bin euer Gastgeber Max und heute tauchen wir tief in ein Thema ein, das für jeden internationalen Studierenden in Deutschland absolut entscheidend ist: die Krankenversicherung. Dieses Thema ist nicht nur lebenswichtig, es betrifft eure Gesundheit und euren Aufenthalt in Deutschland. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Mit mir im Studio ist heute Dr. Anna Müller, eine Expertin auf dem Gebiet der studentischen Gesundheitsvorsorge. Hallo Anna, wie geht es dir heute? Es ist mir eine große Freude, hier zu sein. Mir geht es hervorragend, danke. Und ich bin schon sehr gespannt auf unser Gespräch. Denn die Krankenversicherung ist ein Thema, das viele Studierende beschäftigt, aber häufig auch missverstanden wird. Also, lass uns direkt einsteigen. In Deutschland ist die Krankenversicherung gesetzlich vorgeschrieben. Das gilt für alle, die hier studieren. Anna, kannst du unseren Zuhörern kurz erklären, warum das so wichtig ist? Natürlich, Max. In Deutschland ist die Krankenversicherung nicht nur eine gesetzliche Pflicht, sondern auch ein entscheidender Baustein für eure Gesundheit. Sie sichert euch ab, von Routineuntersuchungen über Arztbesuche bis hin zu Notfällen. Ohne eine gültige Krankenversicherung können Probleme bei der Visaverlängerung auftreten und im Ernstfall hohe Kosten entstehen. Also, es geht hier nicht nur um Bürokratie, sondern um eure persönliche Sicherheit und euer Wohlbefinden. Das klingt wirklich überzeugend. Gerade für internationale Studierende, die sich in einem neuen Land zurechtfinden müssen, ist es beruhigend zu wissen, dass sie im Krankheitsfall abgesichert sind. Ein häufiges Thema in diesem Zusammenhang ist die Wahl zwischen der gesetzlichen Krankenversicherung und der privaten Krankenversicherung. Kannst du uns erklären, welche Unterschiede es hier gibt? Sehr gerne, Max. Die gesetzliche Krankenversicherung, kurz GKV, ist in Deutschland die meistgenutzte Form der Absicherung. Sie basiert auf einem solidarischen System. Ihr zahlt einen prozentualen Anteil eures Einkommens und im Gegenzug erhaltet ihr ein umfangreiches Leistungspaket. Das schließt Arztbesuche, Krankenhausaufenthalte, Medikamente und vieles mehr ein. Andererseits steht die private Krankenversicherung, kurz PKV, die meist von Personen genutzt wird, die über ein bestimmtes Einkommen verfügen oder bestimmten Berufsgruppen angehören. Die PKV kann oft individuelle Leistungen bieten. Allerdings variieren die Kosten hier stärker und der Beitrag richtet sich nicht nach dem Einkommen, sondern nach dem individuellen Risiko und dem gewählten Leistungspaket. Das ist ein wichtiger Unterschied. Für Studierende ist in der Regel die GKV die bevorzugte Option, da sie oftmals günstiger und einfacher zu handhaben ist. Aber natürlich gibt es Ausnahmen, vor allem wenn besondere Leistungen benötigt werden. Anna, viele unserer Hörerinnen und Hörer fragen sich, welche Unterlagen sie genau benötigen, um sich in Deutschland krankenversichern zu lassen. Kannst du uns hier einen Überblick geben? Sehr gerne. Für die Anmeldung bei einer gesetzlichen Krankenkasse benötigt ihr in der Regel folgende Dokumente. Immatrikulationsbescheinigung. Dieses Dokument bestätigt euren Status als Studierender. Reisepass oder Personalausweis. Ein gültiger Ausweis ist selbstverständlich erforderlich. Visum oder Aufenthaltstitel. Für internationale Studierende ist das ebenfalls ein Muss. Bankverbindung. Für den Einzug der monatlichen Beiträge. Zusätzlich kann es je nach Krankenkasse noch weitere spezifische Unterlagen geben, aber diese 4 sind in den meisten Fällen entscheidend. Bei der privaten Krankenversicherung können die Anforderungen etwas abweichen, da hier oft ein Gesundheitscheck durchgeführt wird und individuelle Risikofaktoren bewertet werden. Das klingt nach einem gut strukturierten Prozess, aber es ist immer ratsam, sich frühzeitig zu informieren und alle Dokumente bereitzuhalten, damit es keine bösen Überraschungen gibt. Ein weiterer zentraler Punkt: Was genau deckt die Krankenversicherung ab? Viele Studierende wissen oft nicht, welche Leistungen sie erwarten können. Anna, kannst du hier ins Detail gehen? Natürlich, Max. Die gesetzlichen Krankenkassen bieten in der Regel ein sehr umfassendes Leistungspaket. Das umfasst regelmäßige Arztbesuche. Ob beim Hausarzt oder Facharzt, ihr seid bestens versorgt. Notfallversorgung. Im Falle eines Unfalls oder akuter Erkrankungen erhaltet ihr sofortige Hilfe, auch rund um die Uhr. Krankenhausaufenthalte. Sollte ein stationärer Aufenthalt nötig sein, seid ihr ebenfalls abgesichert. Medikamentenversorgung.
Eines da. Rezepte und Medikamente werden weitgehend übernommen. Vorsorgeuntersuchungen, von Impfungen bis zu regelmäßigen Check-ups. Die Prävention wird großgeschrieben. Bei privaten Versicherungen können zusätzliche Leistungen wie Einzelzimmer im Krankenhaus oder besondere Vorsorgeprogramme angeboten werden. Aber für Studierende ist die GKV meist vollkommen ausreichend, da sie alle grundlegenden Bedürfnisse abdeckt. Das ist wirklich beruhigend zu hören. Besonders für diejenigen, die sich vor den bürokratischen Hürden eines neuen Landes fürchten. Es ist klar, dass in Deutschland viel Wert auf die Gesundheit der Studierenden gelegt wird. Bevor wir zum Ende kommen, welche praktischen Tipps hast du für unsere Hörerinnen und Hörer, die gerade ihren Weg in das deutsche Gesundheitssystem finden? Ein paar wichtige Punkte möchte ich auf jeden Fall mitgeben. 1. Frühzeitige Information. Informiert euch noch vor eurer Ankunft über die verschiedenen Krankenkassen und deren Angebote. Viele Universitäten bieten Informationsveranstaltungen oder haben Beratungsstellen, die euch unterstützen können. 2. Vergleiche anstellen. Auch wenn die GKV oft die erste Wahl ist, lohnt sich ein Vergleich der Konditionen verschiedener Anbieter. Manchmal gibt es spezielle Tarife für Studierende. 3. Dokumente griffbereit halten. Wie bereits erwähnt, ist eine vollständige Dokumentation essentiell. Sammelt alle notwendigen Unterlagen und behaltet sie an einem sicheren Ort. 4. Direkter Kontakt. Zögert nicht, direkt bei der Krankenkasse anzurufen oder einen Beratungstermin zu vereinbaren, falls ihr Fragen habt. Oft helfen diese Gespräche enorm weiter. 5. Notfallplan. Informiert euch, wie ihr im Notfall vorgehen müsst. Es ist immer gut zu wissen, welche Notrufnummern in Deutschland gelten und welche nächstgelegene Einrichtung im Ernstfall auf euch wartet. Das sind wirklich wertvolle Tipps. Besonders der Hinweis, sich frühzeitig zu informieren, kann vielen Studierenden Stress ersparen und einen reibungsloseren Start in ihr Studium ermöglichen. Lassen Sie uns zum Abschluss noch einmal zusammenfassen. Die Krankenversicherung in Deutschland ist nicht nur gesetzlich vorgeschrieben, sondern auch ein fundamentaler Baustein eurer persönlichen Absicherung. Ob gesetzlich oder privat, informiert euch über die Leistungen und Voraussetzungen, damit ihr im Krankheitsfall optimal versorgt seid. Anna, hast du noch ein abschließendes Wort an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Jagd! Sehr gerne, Max. Ich möchte allen Studierenden ans Herz legen, das Thema Krankenversicherung ernst zu nehmen. Es geht hier nicht nur um die Erfüllung gesetzlicher Vorgaben, sondern um eure Gesundheit und eure Zukunft in Deutschland. Nutzt die vorhandenen Informationsangebote und scheut euch nicht, bei Unklarheiten direkt nachzufragen. So startet ihr gut vorbereitet und könnt euch voll und ganz auf euer Studium konzentrieren, ohne Sorgen um eure medizinische Versorgung. Vielen Dank, Anna, für diese umfassenden und praxisnahen Erklärungen. Ich bin mir sicher, dass unsere Hörerinnen und Hörer jetzt viel besser informiert sind. Und an alle, die uns zugehört haben, danke für eure Zeit und euer Interesse. Vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren und uns euer Feedback zu schicken. Wir freuen uns immer über eure Anregungen. Bleibt gesund, bleibt informiert und bis zur nächsten Folge von Studieren in Deutschland, sicher und gesund. Auf Wiederhören.